KZ Mauthausen und all seinen Außenlager sind von 1938 bis 1945 fast 100.000 Menschen ermordet worden. Die Auseinandersetzung mit Fotos aus dem KZ Mauthausen glich lange Zeit einer Pädagogik des Grauens. Aber Tatsache ist, dass man mit Fotos, mit Bildern viel, viel mehr machen kann. Einen besonderen Blick an diesen Ort richten vor allem die jungen Menschen, die zu uns kommen. Und noch viel mehr jene, die längere Zeit bei uns bleiben, nämlich unsere Zivildiener. Seit 20 Jahren haben in etwa 300 junge Männer hier ihren Zivildienst geleistet. Ja, es ist eine spannende Aufgabe. Ich bin geschichtlich interessiert und deswegen habe ich mir überlegt, das zu machen. Ich wohne eigentlich gleich einen Berg runter. Bevor ich dort Zivildiener war, war das überhaupt kein Thema. KZ bei uns untereinander. Wir haben in der Schule zwar sehr viel gelernt, aber man lernt tatsächlich viel mehr, wenn man da an der Gedenkstätte was zu machen hat. Weggehend von einer statischen Vermittlungsarbeit, die wie ein Monolog aufgebaut war, ist es uns wichtig, dass wir Rahmenbedingungen schaffen, dass Menschen, die zu uns herkommen, ihre eigenen Zugänge schaffen. Jeder denkt anders, also jeder gedenkt an dieser Stelle anders und jeder fühlt anders. Jeder nimmt vielleicht auch was anderes mit, aber das ist auch der Sinn der Sache. Nicht jeder interpretiert jede Stelle gleich. Das muss man selber herausfinden. Und wir stellen mehr Fragen, als wir Antworten geben. Habt ihr damit gerechnet, dass ihr einen Fußballplatz bei einem Konzentrationslager auf der historischen Luftaufnahme entdecken werdet? Was sind da eure Ideen dazu, warum es da einen Fußballplatz gegeben hat? Die NS-Soldaten haben da Fußball gespielt als Hobby, also als Freizeitbetätigung. Die wollten das einfach dort sagen, dass das eigentlich nichts Schlimmes da ist. Fotografien haben einen wesentlichen Stellenwert in unserer heutigen Vermittlungsarbeit. Im Rahmen dieses Workshops haben die Jugendlichen, also unsere Zivildiener, die Möglichkeit, mit 2 Fotografen ihren ganz persönlichen Blick mit Kameras festzuhalten. Wenn ich das drehe, Mir ist halt etwas aufgefallen, dass hier eine Rose in den Kies gesteckt worden ist, die möglicherweise eine mehr Bedeutung hat als nur die Rose an sich. wenn man sich mit Fotografie an dem Ort annähert, beschäftigt man sich eigentlich viel intensiver und macht sich mehr Gedanken eigentlich. Die Zivildiener werden von Komponistinnen begleitet und die Bilder der Zivildiener werden durch die Musik der jungen Komponistinnen interpretiert. Kunst hat natürlich diese Kraft, die Kräfte, die Theorie nicht hat, oder Theorie hat auch die Kräfte, die Kunst nicht hat. Also ich glaube, die beiden zusammen können ziemlich stark sein. Mauthausen ist ein Bildungsort, ein Vermittlungsort. Mauthausen ist ein Ort, wo man gedenkt. Mauthausen ist aber auch ein Ort, wo man denkt. Es ist einerseits sicher ein geschichtlicher Ort, andererseits kann sowas aber theoretisch jederzeit wieder passieren. Und deswegen finde ich, wenn man schon mal da war, sollte man sich Gedanken darüber machen, was die Anzeichen sind, was früher war, weil das auch nicht von heute auf morgen passiert ist. Ausgrenzung und dieses ganze soziale Verhalten, nur weil es eine Gruppe Mehrzahl ist, muss die andere Gruppe, die weniger sind, nicht ausschließen. Das ist ja das Schwierige an der ganzen Geschichte, dass es noch immer diese Ausgrenzung gibt von Bevölkerungsgruppen, auch heute noch. Das heißt, heute müssen wir immer noch hinschauen, dass sowas nicht mehr passiert, nicht in Österreich und nicht in der Welt. Aber jetzt habe ich auch angefangen, dass ich öfters mit meiner Freundin darüber rede, gerade weil mich das eben so interessiert. Und jetzt kommen auch öfters Freunde von mir her und wollen, dass ich ihnen ein paar Sachen sage, so eine kleine Führung gebe. Und das finde ich schon super. Wenn wir davon überzeugt sind, dass die jungen Menschen heute unsere Zukunft sind, die Zukunft unserer Gesellschaft, dann liegt es genau an uns, dann ist es unsere Aufgabe, sie zu empowern, sie zu ermutigen und ihnen die Rahmenbedingungen zu ermöglichen, dass sie ihre Augen aufmachen und hinschauen.